Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Göttermann und heute geht's hier im vierten, ups, nee, es ist schon der fünfte Teil meiner Dominoran Animationsreihe. Geht es heute darum, dass wir den ganzen Sachen, Bauteilen, Materialien geben und so dann ja eine nette Ansicht bekommen. Ich habe mich ja dafür entschieden, dass ich keine Ziffern hier vorne drauf mache oder auf der Rückseite und ich die einfach nur schwarz lassen möchte. Gut, dann, um damit jetzt anzufangen, ich habe hier extra erstmal auf den ersten Frame gesetzt und der Spake vom letzten Mal ist noch drin. Und jetzt gehen wir dann mal in den Rendered View. Und als erstes müssen wir jetzt mal sagen, dass wir einen Hintergrund haben möchten. Dafür gehen wir hier auf World und dann bei Color gehen wir auf Environment Texture und dann sagen wir Open. Ich habe welche schon runtergeladen, wo ich jetzt mal eben gucken möchte, was ich denn so nehme, was mich interessiert. Also ich möchte es auf jeden Fall irgendwie drin haben und sag jetzt mal, probieren wir das mal aus. Open. Ja, sieht ganz nett aus. Also schön im großen Wohnzimmer. Und jetzt könnte man, ups, noch etwas anpassen. Und zwar sagen wir jetzt mal mit 7 Top View. So. Da sieht man jetzt das Environment Texture nicht. Dann machen wir das so mal ziemlich weit entfernt. Dann gehen wir hier auf unseren Shader Editor und wir wechseln hier auf World. Damit haben wir hier unser, unser Bild. Und da machen wir jetzt, klicken wir das an und sagen Ctrl T. Und hier im Mapping können wir dann Rotation um Z auswählen, dass wir hier längs im Raum stehen. Finde ich dann etwas schöner. Gut, damit haben wir die Beleuchtung, die World schon fertig gekriegt und können wieder aufs Object zurückgehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal als erstes hier mit der Kugel an. Und die Kugel möchte ich jetzt in einem Metall haben. So, dann sagen wir neu. Das, die das Material nennen wir jetzt einfach mal Metal. Und wir adden mal eine Noise-Textur. So, da gehen wir bei dem Scale mal auf 50. So, damit haben wir hier die Pünktchen. Dann mache ich hier auch noch Ctrl T, um die beiden zu haben. Und ich gehe hier von Object auf Vektor. Damit wird das noch ein bisschen feiner. Und dann lassen wir Detail 2, Roughness 0,5 und den Rest lassen wir auch. Dann fügen wir eine Color Ramp hinzu. So. Und machen den hier ungefähr mal bei dem B hin. Den machen wir mal ungefähr
dahin und dann kriegt der hier eine Farbe. So, von E8, 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 FF. So. Und der zweite hier wird komplett weiß. Ist er auch noch. So, damit passt das. Ein leichtes gräulich und ein weiß sieht man jetzt so auf der Kugel. Und dann nehmen wir den noch einmal, drücken Ctrl und Shift und die. Damit nehmen wir hier den Pfad mit. Und jetzt wollen wir das hier dann für die Color haben. So, dann dieser hier wird für die Roughness benutzt und da sagen wir, der erste bekommt einen 2.5, 2.5, 2.5 FF und der zweite bekommt ein komplettes Schwarz. So, alles 0 und letzte FF. So, dann geht der hier auf die Roughness. So, Metallic setzen wir komplett hoch. So haben wir schon eine Kugel mit ein paar Imperfections. Und jetzt möchte ich noch einen Bump dazu haben. No, Escape. Entfernen. A und dann Bump. So, dann nehmen wir hier den Eingang auf den Height. Den setzen wir auf 1. Und dann gehen wir mit dem Bump aufs Normal. Und das ist mir jetzt ein bisschen dann zu viel. Da machen wir jetzt 0,1. So. Und das ist jetzt, wenn man genau hinguckt, sieht man hier, dass es ein bisschen unstrukturiert ist, nicht mehr voll. Hier ist die Spiegelung voll glatt mit diesen leichten Imperfections drin und dann, wenn ich den Bump dazu nehme, ist es jetzt ein klein bisschen verkrisselt und das finde ich cool, dass es nicht ganz hundertprozentig eben ist. So, damit hätten wir unsere Kugel schon fertig. Nehmen wir die beiden noch, schieben noch etwas ran. So, hier noch einen Punkt dazu fügen und fertig. So, für das Brett, wo es runterrollt und das, da möchte ich ein Glasobjekt haben. Dafür nehme ich jetzt, oder gehe ich jetzt erstmal auf meinen Asset Browser und überlege mir gerade, ob ich das RGB-Glas nehme oder das Standardglas. So, das wäre das Standard, voll durchsichtig, oder das RGB, je nachdem wie man drauf guckt, spiegelt das ein bisschen dementsprechend. Oder nochmal Standard und im Shader Editor die Glass Color ein bisschen milchig machen. Oder wir machen den nochmal wieder hoch, voll durchsichtig und die Transparenz
Color, nö. Emission wollen wir jetzt nicht. Nehmen wir mal die und machen hier ein bisschen runter, dass wir auf ein EC, 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 FF kommen, sag ich mal. Gut. Ist ein bisschen Unterschied, sieht man. Und dann machen wir bei dem dasselbe, das Glas Standard. So. Okay, damit haben wir unseren Glas hier für den Anfang auch. Machen wir jetzt mit dem Boden hier weiter. Dafür nehme ich jetzt mal hier das Material. Das hätte ich vorhin auch schon nehmen können. Und das nenne ich jetzt Boden oder Ground. Gut, dafür nehme ich jetzt einen Hexwert schon mal von 45, 45, 45, FF. So, ist ein leichtes Grau-Schwarz. Und dafür mache ich dann jetzt das Metallic auf 0,2 und die Roughness auf 0,8. So. Oh. Und dann möchte ich auch noch eine Noise-Textur haben. So. Ctrl-T und Ctrl-A Search Bump. So. So. Und dann nehmen wir hier 1, hier oben 0,1. Hier machen wir eine 50 raus. 2, 0,5. Ja, das lassen wir. Da lassen wir den Rest auch. So, damit haben wir unseren Boden. Vielleicht machen wir den doch noch ein bisschen heller. Ja, nehmen wir das mal. Den speichere ich mir jetzt noch eben ab. So. Gut. Okay, damit haben wir den Boden auch fertig. Und wir gehen mal auf die, wie heißt es, auf die Klötze. Dafür nehme ich jetzt den ersten und ich gehe nochmal wieder auf meine Asset Browser. Die Materialien, die ich hier selber erstellt habe, davon setze ich euch die Links in die Videobeschreibung und dann könnt ihr die auch noch nachmachen. So, damit habe ich jetzt hier meinen ersten und dann gehen wir wieder auf den Shader Editor. So, und das ist dann die Farbe oder das Material. Ich ziehe es einmal groß. Könnt ihr das theoretisch auch so nachmachen. So, das sollte funktionieren. Haltet euch den Bildschirm eben an. Könnt ihr das nachmachen. Und dann habt ihr das Material auch. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist hier die Farben ändern und sage dann hier ein 160 4 FF. Damit habe ich da den schon mal ziemlich dunkel. Bei dem machen wir 222 0
1 FFF. So, und dann bei dem dritten machen wir jetzt 553747 FF. So, und damit haben wir hier so ein Holzklötzchen, der dunkel ist mit ein bisschen Abwandlung, und das sollte passen. Gut, dann haben wir natürlich das Schöne, dass beim Boden alle hier schon mit angemalt wurden. Also nehmen wir hier den ersten und scrollen mal ein bisschen runter bis nach da. So. Dann machen wir Ctrl L für Link, Link Material, und jetzt haben hier alle denselben. Der hat jetzt den einen und die Klötze alle haben jetzt denselben. So, geschafft. Haben wir das. So, dann möchte ich den und meinen Fahrstuhl und die Linie demselben Material geben wie das. Und zwar machen wir dann auch Ctrl L und Link Material. Damit den machen wir jetzt noch zu dem. No, den und sagen auch Ctrl L Link Material, weil das ist ja auch einer. Dann müssen wir beim Fahrstuhl jetzt den mal anmachen und dem gebe ich auch das Standardglas. So, und da kann dann nachher der quasi drin hochfahren. So, dann nehmen wir den und den. Ups, nein, den und den. Die beiden. Und dann nehmen wir den und den. Und sagen auch Ctrl L. Link Material. Und wir nehmen den und dann den und sagen auch Ctrl L Link Material. So, jetzt hat so, jetzt Ctrl L Link Material. So, dann machen wir hier auch mal eben runter. Der. Bis der. Und dann nehmen wir noch den dazu. Ctrl L Link Material. Ich weiß nicht, warum der jetzt anders aussieht. Vielleicht, weil der im Schatten ist. Dann machen wir den hier aber auf jeden Fall wieder zu. Gehen nochmal nach hier, die Icosphere.
Scrollen wir mal eben nach oben, machen den auch zu und nehmen die D und die Icosphere und sagen auch Ctrl L Link Material. Damit hat die Icosphere auch das Silber. Und damit können wir das zumachen, das zumachen und dann sind wir hier drin. So. Damit sind wir bis nach da und die haben das andere Material. Das heißt, jetzt machen wir erstmal den und den und sagen dann Ctrl L Material. Ja, auf jeden Fall ist da was. Vielleicht sollte ich doch noch ein andere Umgebung suchen als, wie heißt es, als Image. So, dann machen wir das hier auch noch. Machen wir hier den Cube bis die Plane und dann nehmen wir noch den dazu, Ctrl L, Link Material, haben wir. So, und dann nehmen wir hier den Cube bis nach da. Und dann nehmen wir den Cube und sagen genauso Ctrl L, Link Material. Damit haben die auch dasselbe Material. Und hier möchte ich wieder mein Glas nehmen. So. Und das möchte ich jetzt auch mal das Glas nehmen. Mal gucken, wie das aussieht, weil dann kann das nachher hier von oben rein. Hier oben sieht es ein bisschen komisch aus, aber das ist die Spiegelung. Und dann kann das hier durch, hier runter, dann nachher die weiter umhauen. So, dann der Cube. Das ist das kann dann auch zu. Dann haben wir der Cube ist der Tunnel, der ist das, der ist das, das ist der Untergrund. Dann nehmen wir den eben mit und sagen auch Ctrl Link Material. Und dann haben wir noch die Plane. Dann machen wir hier den Cube. So. Oh, da sind wir bis ganz zum Ende. Bis nach da. Nehmen den hier und sagen auch Ctrl L und dann Link Material. Damit haben die auch das Material. Jetzt bleibt nur noch unsere Wand und unser Tunnel. So, scrollen wir erstmal wieder hier hoch. Fupp. So,
So, dann fangen wir mal erstmal an mit der Wand. Da mache ich es mir auch relativ einfach. Ich gucke eben und da mache ich den Scale noch applyen, indem ich sage Object Apply Scale. Damit ist alles auf 1. Und dann nehme ich hier das Material Simple Stone. So. Und das ist jetzt relativ groß und deswegen gehe ich auf den Shader Editor und gehe jetzt hier mit Tab rein und setze das Ding mal auf 50. So, damit haben wir eine mehr oder weniger Wand. 50, was wird das jetzt machen, wenn wir 100 sagen? Okay, und dann könnten wir jetzt nochmal Tab. Genau, wir müssten noch einstellen auf Material. Settings. Displacement and Bump ist eingestellt. Super. Und dann können wir hier noch theoretisch ein bisschen justieren, wie wir das wollen. So. So, jetzt machen wir noch einmal den mal auf 50. So. Ja, das sieht ja schon eher wie eine raue Wand aus. Ein bisschen. Dann gehen wir nochmal Tab. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mehr ins Graue. Lass uns hier mal ein 4B, 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 FF nehmen. Und hier gehen wir noch ein bisschen weiter ins Hellere. Und da nehmen wir 6,5, 6,5, 6,5 FF. Fertig. Und damit haben wir eine hellere Wand. So. Und jetzt fehlt im Grunde nur noch unser Tunnel. Und da möchte ich was anderes machen. Und zwar, da möchte ich mit einer UV-Map arbeiten. Die werde ich euch auch in die, in die Videobeschreibung reinpacken. Das heißt, ich gehe jetzt mit Tab in den Edit-Modus und mache mal eben die Plane, ausblenden und sage hier mit dem zweiten, tue ich das mal aufschneiden und sage, ich nehme den und den und den und auf der Rückseite den und gehe dann auch mit U oder U, sage ich, mag es Seam. So, dann wird er nämlich hier aufgeschnitten und dann kann ich das gleich fürs UV benutzen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück, sagen neu und dann nennen wir Material jetzt Tunnel. Weil mir nämlich gerade das englische Wort nicht einfällt. Dann gehen wir auf die Principal BSDF, sagen Ctrl-Shift-T und dann können wir auf, ich habe mir schon ein paar runtergeladen, Texturen, können wir die dann hinzufügen. Den Link, wie gesagt, packe ich euch in die Videobeschreibung.
Und hier haben wir dann alles mit dabei. So. Und so sieht das dann mehr oder weniger aus. Und hier ist nochmal wichtig, auf Settings, auf Displacement and Bump stellen. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt müssen wir natürlich die noch alle ausrichten. Dafür gehen wir, erstmal speichern wir ab, File Save. Und dann gehen wir auf UV Editing. Da unten. So. Jetzt haben wir was. Gehen wir dahin. So. Dann gehen wir hier auf Open. Textur. Okay. Das ist jetzt ein einfaches Sandstein-Textur. Und jetzt können wir hier mit 3 in den Face Select gehen und können jetzt sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haben wir die ganze Front und dann sagen wir U für U und dann Unwrap Angel Based nutze ich. Und dann nehme ich erstmal den und sag mal, ich scale das ein bisschen ab. Scale G Scale G so. Damit haben wir jetzt hier auf der Seite erstmal schon mal eine gute Grundstruktur. Und dann nehme ich den hier und sage erstmal G und dann R90, also R90. Dann nehme ich die inneren und sage S, Y0. Damit hole ich die auf eine Ebene. Dasselbe mache ich jetzt mit den anderen auch. S, Y0. So. Dann nehme ich die oberen und sage Scale, dass ich ungefähr da bin, wo die anderen auch sind. Eher ein bisschen breiter. Und dann nehme ich alle und sage Scale, dass ich ungefähr so auf der Höhe bin wie das. So. Ja, könnte er noch ein bisschen kleiner sein. Also muss ich das hier noch weiter vergrößern. Scale. G.
Ja, da hätte ich hier so einen mehr oder weniger Doppelbogen. Ganz rund ist es nicht, aber es geht einigermaßen. Ist ja nur Show, muss ungefähr aussehen und dann passt das am Ende. Dann nehmen wir die Außenwände hier. 1, 2, 3. Und machen dann auch Angel Beist und dann nehmen wir den so und dann machen wir R90, so 90 drehen, dann machen wir Rips Scale, so, ja, ungefähr passt's. Und dasselbe machen wir dann hier oben mit denen auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, haben wir alle. Und dann machen wir auch Angel Based. So. A90 Scale. G. Ja, so ungefähr. Machen wir mal im Tab. Ja, sieht doch okay aus. Lassen wir. Passt. Dann müssen wir das Ganze noch zweimal machen. Und zwar mit der Fläche, mit der Fläche und mit der Fläche. Machen wir auch Markieren wir alles. A90 Scale, dass ich ungefähr da auch hinkomme. Jetzt würde ich ein bisschen kleiner machen, weil das innen ist. So. Ja, passt. Und dann haben wir dasselbe noch einmal mit den oben. So, dann machen wir auch noch einmal So, R90 Scale. So, ja, ungefähr passt das. So. Und dann haben wir das auch fertig und wir können jetzt hier wieder alles soweit zumachen.
und die wieder anzeigen. Und damit ist unsere Aktion soweit fertig. Das heißt, wir haben allem Materialien gegeben und im nächsten Video geht es dann darum, das Ganze dann mit der Kamera zu verfolgen und dementsprechend ja, da eine Animation rauszumachen. Das heißt, dann läuft es hier pup, runter, läuft hoch, läuft rüber, dann die hier oben, einer rutscht runter und hier rüber. Gut, das heißt, wir können jetzt erstmal wieder ins Layout wechseln und ich überlege mir gerade nochmal, ob ich einen anderen Hintergrund nehme. Was nicht so gelblich ist vom Ton her. Vielleicht etwas außen. Fotostudio, was habe ich denn noch so? Oben. Ja, hier kommen die Farben auf jeden Fall natürlicher rüber. Das Einzige, was mir jetzt nicht mehr gefällt, ist das Grau hier. Ja, das gefällt mir dann doch. Also ganz bin ich noch nicht zufrieden damit, aber lassen wir erstmal so. Also ich habe jetzt hier noch geändert auf eine 574838FF und hier auf eine 211A1 9FF. So. Und ich habe das Environment Texture auf ein Fotostudio umgeändert. Den Link werde ich euch aber auch in die Videobeschreibung reinpacken. Und jetzt möchte ich mal eben noch eine Sache sehen. Dafür gehen wir mal eben auf den Asset Browser. Ach, nicht Asset Browser. Auf die Timeline. Gehen mal ziemlich nach hier hinten irgendwo. Da. Ne, das ist mir schon zu weit. Genau, wie das dann aussieht hier. Aber wäre natürlich, wenn Licht von oben viel wäre, wäre es cool, weil dann scheint das hier, würde das noch ein bisschen anders durchscheinen. Genau, dann geht er da durch und haut den da um und läuft. Finde ich cool. Gerade mit dem, dass man den Stein hier drin sieht. Ja, cool. Okay,
Gut, damit war's das mit diesem Video. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder dass ihr das gut fandet. Bitte schreibt was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und immer schön liken. Bis dahin, ciao.